ist heute Monika Föhner. Sie ist so viel mehr als ein Coach für Familien mit erziehungsintensiven und verhaltenskreativen Kindern. Sie ist systemische ADHS-Familientherapeutin. Sie arbeitet als Kinesiologin, als ganzheitliche Reflextherapeutin und mit unzählig vielen genialen anderen Methoden. Herzlich willkommen, Monika. Hallo Lena, schön, dass ich hier sein darf. Monika, wie gut kennst denn du das Thema Familienalltag und Stress und Eltern am Limit? Das ist mein Daily Business. Das ist dein Daily Business und wie gut kennst du es auch aus deinem eigenen Familienalltag? Magst du uns mal so ein bisschen deine Geschichte erzählen, weil die hat ja ganz speziell auch was mit deiner Arbeit zu tun. Ja, genau. Ja, also jeder gute Coach hat diese Themen, die er jemandem beibringt, auch selbst durch, ne? Ich bin mit meinen Kindern relativ schnell schon im Kindergarten an die Grenzen des Machbaren gestoßen und habe alles das durch, was man mit einem ADHS-diagnostizierten Kind nur alles schon anstellen kann. Und leider hat es bei uns nicht so geholfen. Im Gegenteil, es hat vieles verschlimmert. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, dass ich das so nicht weiterhaben kann. Also, dass ich mein Kind zurückhaben will und wieder ihn spüren möchte. Und dann habe ich meine Methoden entwickelt und viel gesucht, viel recherchiert. Und es lief gut, so gut, dass die Ärzte und Therapeuten und Heilpraktiker und Psychologen und alle gesagt haben, ich soll dieses Wissen rausbringen in die Welt und all den Menschen helfen, bei denen es genauso ist wie bei mir, dass halt Medikamente nicht helfen. Mhm. Und das tue ich jetzt seit 3 Jahren. Was für Eltern kommen zu dir? Die haben jetzt oft, also nicht nur die ADHS-Diagnose oder ADS-Diagnose, sondern auch andere Verhaltensauffälligkeiten. Was begegnet dir da so? Bei Ja. mir kommen ganz unterschiedliche Leute. Komischerweise kommen viele Pädagogen, Psychologen, Ärzte, Heilpraktiker. Also alle die, die es eigentlich besser wissen sollten. Ne? Und ich habe mich sehr, sehr lange gewundert, warum die alle zu mir kommen. Ne? Ob sie nicht woanders hingehen können zu jemandem, der mehr Bescheid weiß oder so. Keine Ahnung. Aber ja, das ist dann meistens der Missing Link, dass ihnen die Intuition fehlt vor lauter Theorie im Kopf. Ne? Und das spüren die dann bei mir, dass da was anderes dahinter ist. Und halt, wie ich so oft auch von den Profis gehört habe, du hast das durch. Du hast es geschafft. Ich will es auch. Und Mhm. wer kann mir das sonst beibringen, wie jemand, der das geschafft hat? Ne? Mhm. Ja. Zu mir kommen Leute, die haben das Rezept in der Hand und machen das wirklich in der Nacht vorher noch eine letzte Chance, bevor es losgeht mit der konventionellen Therapie. Zu mir kommen Leute, die sagen, sie haben Angst vor Ärzten und sie wollen das nicht. Zu mir kommen aber auch ganz normale Menschen, die sagen, irgendwie läuft das alles gar nicht rund und oftmals kommen sie vorm Schulwechsel oder bevor sie in die Schule gehen, die Kinder, weil sie schon Befürchtungen haben, dass das nicht so gut klappen könnte. Und ja, also eigentlich alles. Und es kommen auch nicht nur ADHS-Familien zu mir, sondern alle Familien, ne? Ob es nun ADS ist, ob die Kinder sehr, sehr traurig sind, ob die Kinder was auch immer. Ne? Und das Lustigste oder das Schönste ist, die Eltern liegen auch bei mir auf der Liege. Mhm. Ja, Das Monika, bringt eine schöne Entspannung. ja. Dein Hauptanliegen ist es ja, Familien wieder zurückzuführen zu einem glücklichen und zufriedenen, entspannten Miteinander in der Familie, Ja, auch in der Schule und im sozialen Umfeld, was jetzt dann oft nicht gegeben ist. Du ja. arbeitest dann ganzheitlich, allumfassend in den Familien und du benötigst für diese Veränderung keine Medikamente. Und das ist das wirklich Tolle daran. Ja, Mittel und Wege gefunden hast, das ohne zu tun und auch Frauen oder Mütter auch noch in ihre Kraft begleitest.
Ja. Das Thema Selbstwert spreche ich jetzt auch an. Was sind denn da deine Erfahrungen bei den Frauen? Also Ähm, Frauen, die zu mir kommen, die sind zu Recht überfordert. Ne? Also sie sind meistens isoliert. In einer Ehe ist man meistens isoliert. Sehr, sehr oft ist da kein Familiennetz im Hintergrund, das irgendwie hilfreich ist, sondern die vielleicht auch noch Druck aufbauen. Mhm. Ähm, und ja, sie haben einen Job, sie müssen die Kinder handeln. Viele können nicht in die Arbeit gehen, weil sie ständig die Kinder wiederholen müssen von der Schule. Ist natürlich auch ein unhaltbarer Zustand, weil zum heutigen Leben braucht es zwei Menschen, die arbeiten. Und es war mal früher so, dass es mit einem Gehalt gegangen ist, aber heutzutage leider nicht mehr. Also das heißt, die Mütter sind in einer echten Existenznot teilweise wegen dem Nicht-Funktionieren der Kinder. Mhm. Ähm, und ja, so ist so die Ausgangssituation. Mhm. Große Herausforderung auch für die Mütter, die sich dann vielleicht, also was ist die Empfehlung für solche Mütter, die ja jetzt quasi an dieser Grenze zur Überforderung stehen? Wie würdest du empfehlen, ihnen zu helfen? Was kann man tun? Wie begleitest du sie in ihre Kraft? Also das Wichtigste, was die meisten Mütter irgendwann vergessen vor lauter schlimmer Programmierung, die da erfolgt im Außen, von Schule, von der Gesellschaft, von allen Leuten. Die schlimmste Sache, die sie tun können und die leider alle machen und ich auch gemacht habe, ich habe irgendwann nicht mehr das Wohl der Kinder zuerst gestellt, sondern ich habe immer nur verzweifelt versucht, allen Menschen, die etwas von mir und meinem Kind wollten, gerecht zu werden. Mhm. Und das ist der falsche Weg. Mhm. Damit verraten wir teilweise unsere Kinder. Wie können wir das umgehen? Das braucht ziemlich viel an die Hand nehmen. Ich mache das in Coaching-Sessions. Also die Menschen sind bei mir per WhatsApp verbunden, über 2 Monate lang. Also das heißt, das ganze Leben kann passieren. Alles, was passiert, können Sie bei mir berichten und wir finden für alles Lösungen. Für so generelle Probleme haben wir auch noch wöchentliche Zoom-Calls. Die können manchmal auch bis zu 3 Stunden dauern. Da arbeiten wir mit Therapien und mit viel Mindset-Arbeit und mit vielen Methoden, die wir gemeinsam auch einüben, Mhm. damit da wieder Ordnung geschehen kann in den Familien und auch Ordnung in der Gewichtung von all diesen Sachen und das auch von einem anderen Blickwinkel aus ansehen. Die wenigsten Eltern fragen sich, warum ihr Kind das macht. Das ist für mich skurril, weil ich aber immer schon als Kind so war. Ich habe gesagt, ich mache nichts, wenn ich nicht weiß, warum. Aber viele Leute sind so aufgewachsen, dass nur mehr absoluter Gehorsam zählt. Ne? Und wenn sie nicht wissen wollen, warum ihr Kind so ist, dann kann sich ja nichts verändern an der Situation. Ne? Mhm. Dann verhärten sich die Fronten und dann landen sie unter Umständen bei mir und bei anderen Therapeuten. Mhm. Welche speziellen Hilfestellungen gibst du jetzt, wenn es jetzt also um das Erkennen geht, was die Ursachen sind bei ADHS oder bei anderen speziellen Diagnosen? Also wir arbeiten mit der ganzheitlichen Reflextherapie. Mhm. Dort kommen schon sehr, sehr viele frühkindliche Themen zum Vorschein. Meistens fange ich an mit der Mutter. Und was dann da schon aufs Tablett kommt, ist das, was ihr passiert ist als kleines Kind oder als Baby oder wie sie ihre Kindheit erlebt hat. Und oftmals sehen wir dort die echt krasse Blaupause von dem, was gerade eben in ihrem Leben passiert. Und ja, und dann, wenn man das dann erkannt hat, dann gibt es Mittel und Wege, die sind eigentlich sehr einfach, um das dann zu lösen. Aber das erkennt man nicht, wenn man drinsteckt. Da ist man zu sehr im Strudel drin. Das erkennt jeder ganz einfach von außen. Aber solche Sachen
mit denen geht ja keiner hausieren. Ne? Es gibt ja auch nicht mehr wirklich die Freundinnen, die durch dick und dünn gehen, ne? Die jetzt, oder Kindergartenfreundinnen, die alles noch wissen von einem. Ne? Heutzutage ist auch Freundschaft sehr, sehr oberflächlich und ach, ich bin schön heute und du bist aber schön und lass uns tanzen, aber Probleme wälzen ist nicht mehr en vogue. Also normalerweise könnten das vielleicht auch gute Freundinnen machen, aber unser Leben ist sehr schnelllebig und meistens nur mehr auf Konsum ausgerichtet und nicht mehr auf sich selbst Freund sein und helfen, oftmals. Ja. Und manchmal haben ja auch die Freundinnen, also wenn es tatsächlich ein paar gibt, mit denen man das gut diskutieren kann oder sprechen kann oder sich anvertrauen kann, die haben ja vielleicht auch nicht immer die Lösung parat, wie jetzt jemand wie du, der da therapeutisch damit umgehen kann. Ja, klar, das sind dann echt krasse Themen, ne? Wie zum Beispiel meine Mutter, also meine Mutter war nie eine richtige Mutter. Ich musste als Kind schon auf meine Mutter aufpassen und so. Na, das sind dann nicht Sachen, womit man irgendwo hausieren geht, ne? Ja. Und das wissen dann, das sind einfach so Sachen, die sagt man niemandem, ne? Die trägt man dann mit sich herum. Und wenn ich dann aber irgendwann an einem Zeitpunkt mit der Therapie nicht weiterkomme und dann kommen erst solche Sachen raus, ne? Und die wollen aber dann gerade gesehen werden und erlöst werden, damit sich das nicht weiter wiederholt in der Familie. Mhm. Ähm, wie, du arbeitest ja auch mit ätherischen Ölen. Kannst du da ein bisschen genauer was erzählen zu, wie das funktioniert, ähm, ja, wie du dahin gefunden hast auch? Ja, das ist eine lustige Geschichte, weil eigentlich habe ich angefangen, meinen Kindern zu helfen, indem ich Studien gewälzt habe, hunderte von Studien, was man bei ADHS machen kann ohne Medikamente. Und zu dem Zeitpunkt, da kamen sie zu mir geflogen, die ganzen Studien. Also habe ich das alles ausprobiert und habe ziemlich gute pflanzliche Sachen gefunden, auch gute ätherische Öle und habe dann da wie halt jede Mutter alles probiert, was halt geht. Ne? Mhm. Und irgendwann am Ende waren wir dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, also diese Mischungen, das mache ich zum Abend und das mache ich für in die Schule und das mache ich, wenn sie sich aufregen. Und irgendwann bin ich dann zur Kinesiologin gegangen, zur Heilpraktikerin und da haben wir entgiftet, meine Kinder entgiftet und ja, und da habe ich ihr diese Dinge da gezeigt und habe gesagt, hier, schau doch mal bitte nicht, dass ich irgendwas Böses angestellt habe, ne? Ob mein Kind das verträgt, ob das gesund ist oder ob ich was Falsches gemacht habe. Und die haben sich die Haare aufgestellt und er hat gesagt, was ist das? Ich will das haben in meiner Praxis. Und ich so, ich glaube, das darf man nicht. Das geht nicht. Ich bin kein Hersteller von sowas. Ich glaube, das ist nicht legal. Und dann war klar, okay, also ich muss das lernen, das kinesiologische Testen. Das war bis daher alles kognitiv und recherchiert und wie welches Öl wirkt und so. Und als ich dann die Kinesiologie erlernt habe, dann ging das sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel genialer. So bin ich zu den ätherischen Ölen gekommen, ja. Und jetzt gibt es natürlich noch genialere Sachen. Das ist dann also quasi Schüsslersalze, ätherische Öle, Gesteine, Rescue, Bachblüten, was auch immer in einem zusammen gibt es als Sprays für verschiedene Anwendungen. Und das ist natürlich genial, weil es erhöht die Schwingung von dir selbst aufs Dreifache im Minimum. Aber es gibt auch Produkte, die das 20-fach erhöhen können. Und dann, wenn du halt anders schwingst, ne, dann bist du halt auch besser drauf, dann saugst du mehr für dich und dann können diese ganzen Komponenten, die man sich da sprühen kann, die können dann quasi die Eigenreparation, nee, die Selbstheilung heißt genau, die Selbstheilung dann quasi anschubsen. Mhm. Und das funktioniert recht gut. Und es ist halt super easy. Ja. Das ist so quasi der Coach to go. Also wenn meine Leute mich dann verlassen, dann sind sie nicht mehr in meiner Schwingung. Ne? Dann kann das schon mal passieren, dass sie wieder hier Land unter machen. Mhm. Und durch die Sprays bleibt das eigentlich ziemlich konstant. Mhm. Großartig.
Die erfährt man oder an die Sprays kommt man im Kreise deiner Arbeit oder? Ja, also meine Klienten, die bekommen die ab und an empfohlen, wenn wir so jetzt, also wenn wir auseinandergehen sowieso und wenn wir jetzt so auf ein Plateau gekommen sind, wo wir sagen, okay, jetzt habe ich alles gemacht und es ist immer noch nicht so gut, na, dann ist das so mein letzter Joker, der meistens auch sehr gut wirkt. Ansonsten kann man die auch jederzeit bestellen bei mir. Ne? Wir finden dann einfach raus, was für eine Anwendung ist, was ist das Problem, wo hilft es. Also da gibt es geniale Möglichkeiten. Und es ist vor allen Dingen, ja, Wellness für die Mutter, die halt wirklich auch jeden Tag an vorderster Front steht und irgendetwas tun muss, um in ihrer Kraft zu sein. Mhm. Ja. Ja, wenn wir in unserer Kraft als Mutter sind, dann können wir es auch für unsere Kinder sein. Genau. Du hattest in unserem Vorgespräch schon gesagt, wie wichtig die Vernetzung ist. Magst du da noch mal kurz drauf eingehen? Ja, also die Vernetzung einerseits zu anderen Müttern. Ne? Also bei mir im Coaching zum Beispiel, da stehe ich manchmal da und denke mir, bin ich jetzt der Coach oder sind es die anderen? Ne? Also es ist dann wirklich so eine Familie, wo jeder den anderen trägt und es ist natürlich wundervoll, weil man steht nicht mehr mit heruntergelassener Hose da und so wie sonst und wird von allen Seiten beschossen, sondern man sieht auf einmal, hey, ich bin nicht allein, es geht ja jedem so. Und was ich bei mir in den Coachings auch immer sage, hey, du, mir ging es genauso, ne? Ich habe genau dieselben Themen gehabt oder ich habe sie teilweise noch, ne? Also da ist niemals jemand besser oder hier königlich, sondern das ist wirklich ein Miteinander. Und oftmals erkennen wir unsere Themen nicht, aber andere Leute Themen eben sehr klar. Und Mhm. durch das, was der andere dann sagt, macht es bei uns eine Art Rückkoppelung und dann tut es auf einmal sehr weh und dann sagen wir, oh, das muss ich aufschreiben, ne? Da ist was bei mir, was überhaupt gar nicht gut sich anfühlt und dadurch ähm, kannst du dich eigentlich auch heilen, wenn du die entsprechenden Menschen hast, mit denen du wirklich über alles reden kannst, ne? Die dich wirklich auch auffangen. Aber eben, die gibt es halt nicht so oft. Ne? Und es ist auch sehr, sehr, sehr zeitintensiv und sehr, sehr kraftintensiv. Ne? Also ich habe zwei Freundinnen, die ich sehr viel supporte und die dann auch was zurückgegeben haben, so dass wir uns gegenseitig tragen. Wir haben uns zu dritt quasi beleuchtet, ne? Und jeder aufschreiben, ne? Und der andere, oh mein Gott, jetzt habe ich auch wieder was kapiert, ne? Das ist natürlich genial. Und so machen wir das in den Coachings auch. Also wenn ich bei einem nicht weiterkomme und dann traurig bin, dann sagt die andere, aber mir hat das sehr, sehr gut geholfen. Ne? Ich habe es kapiert. Also ja, so ist es halt menschlich. Ne? Ja. Ja, ich glaube auch, dass die Gemeinschaft der Frauen, die trägt sich halt dann und die unterstützt sich und ja, es gibt dieses Potenzial für Wachstum und für Veränderung und für Transformation. Und das immer mehr. Also da geht es ja jetzt nicht irgendwie um, ja, wie man es halt so oft hört, wie du vorhin gesagt hast, diese Oberflächlichkeiten, die da auf einen Tag gelegt werden, ach, du bist schön, ich bin schön, oder Stutenbissigkeit oder sowas, sondern wirklich dieser Frauenkreis, der sich dann auch finden kann. Es ist witzig, dass du sagst mit dieser Dreierkombination. Ich habe auch so eine Dreierkonstellation gerade in der momentanen Lebensphase. Und ja, das ist einfach wunderbar, wenn man sich gegenseitig supporten kann. Und ich glaube, das braucht es heute einfach in der Zeit umso mehr. Ja, also ich habe das mit vielen missbrauchten Frauen oder eigentlich jeder Frau, die frei werden möchte aus ihrem Gefängnis, das ihr auferlegt wurde. Also da braucht es mindestens eine Frau, die sie rauszieht. Und das mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr. Weil Mhm. die Frauen haben an sich keinen Rückhalt. Sie sind alleine. Sie sind alleine auf weiter Flur.
der Mann ist dagegen, die Gesellschaft ist dagegen, die Eltern sind dagegen, die vermeintliche Sicherheit, ne, das zu verlassen, da braucht es schon starke andere Kräfte, die da wirklich auch mithelfen. Sonst gehen die Frauen wieder zurück in dieses Gefängnis und werden einfach nicht frei und kommen halt nicht in ihre Kraft. Ne? Und ich habe hochkarätige Coaches, die ich gecoacht habe, die immer noch mit ihrem Mann kämpfen, ne? Der immer noch meint, er könne ihr Kind schlechter behandeln als seins oder irgendwie mit Geld abgeben, drohen und was weiß ich. Das hat nichts mit Persönlichkeit zu tun, nichts mit Starksein. Das hat einfach, wenn wir alle zusammen eine Community wären, die uns gegenseitig hält und uns gegenseitig rauszieht, in der man aber auch alles sagen kann, also wirklich alles. Also, und es sagt ja auch keiner, sogar deine beste Freundin kannst du ja nicht mehr fragen, wie ist ihr Sex? Mhm. Sogar sowas kann man nicht fragen, ne? Also da geht es ja noch nicht mal um Probleme. Das ist so eine Art Mauern, was wir tun und durch unser Schweigen machen wir nichts besser. Da isolieren wir uns umso mehr und sind umso hilfloser. Und wenn einer anfängt mit einer Sache, dann sagt der andere, oh, das ist bei mir auch so, oh, das ist bei mir auch so. Ne? Und dann lockert sich das auf, aber es will halt keiner anfangen, in irgendetwas die Hose runterzulassen. Und ich mache das in meiner Facebook-Gruppe ständig. Ne? Nicht, weil ich jetzt gerne Exhibitionist bin, sondern weil ich einfach möchte, dass es beim anderen, oh, bei mir auch macht. Ne? Ah, okay, so kann man es lösen. Deswegen. Mhm. Monika, wie sieht jetzt noch so die Hilfestellung, die Begleitung aus, wenn jetzt jemand kommt? Was sind so ich sage jetzt mal, die Erste-Hilfe-Punkte? Gibt es da was? Genau. Ich Also, habe, ja, bitte. Schieß los. jemand kommt zu mir zum Call und wir schauen, was seine Reflexe machen. Und die von der Mutter und die vom Vater. Mhm. Und dann, wenn sie sich für die Zusammenarbeit entschieden haben, dann fange ich schon an, energetisch zu arbeiten. Dann fange ich schon an, hier das Feld zu eröffnen und die entsprechenden Frequenzen zu schicken. Und dann fangen wir an mit einer ganzheitlichen Reflextherapie. Das ist so das Basic für die Mutter zuerst, weil die meisten Themen sind bei der Mutter, weil das Kind ist ja auch mal in der Mutter gewesen und hatte dieselben Themen auszuhalten. Es geht also von Entstehung der Mutter bis zur Geburt und so vielleicht noch ein Jahr danach, nach Geburt, geht dieser psychoemotionale Bereich, der da auch noch mit behandelt wird. Also nicht nur die Reflexe, nicht nur manuelle Sachen. Und wenn die abgearbeitet sind, dann geht es weiter zum Kind und manchmal auch zum Mann, wenn er das möchte. Und ja, dann ist mal das System zentriert, dann ist mal Ruhe im System, dann kann das System sich neu justieren, es kann sich restrukturieren, es können neue Synapsen gebildet werden, die Gehirnreife wird wieder aktiviert durch entsprechende Hausaufgaben, wie zum Beispiel eine Schaukelübung, die dauert eine Minute, oder ein Wunderglas, wo man ab jetzt einfach alles hineinpackt, was an tollen Sachen passiert, dass man den Fokus ändern. Das ist wie beim Hund das Leckerli. Ne? Jeder will gerne Leckerli haben. Also ist es eine Art Automatismus, den wir da einführen, an gutem Zuspruch, an Aufmerksamkeit, an gutem Zuspruch, der sich quasi verselbstständigt irgendwann. Mhm. Ne? Weil ja jeder immer gerne gelobt werden möchte. Das machen wir für Mutter und für Kind. Und dann sind sie bei mir in den Calls. Genau. Und dann kommen da Sachen dran, wie zum Beispiel, mein Kind ist mehr der Chef als ich. Ne? Also dann werden wir einfach herausfinden, warum, wie kommt es so weit, dass er denkt, dass er der Chef ist. Ne? Wo erfüllst du deinen Raum nicht? Wo nimmst du deine Pflichten nicht wahr? Ne? Und wie kannst du jetzt deinen Raum wieder für dich beanspruchen und dein Kind wieder in seinen sicheren Raum bringen? Ne? Und natürlich sind da viele Therapien und Methoden dabei, die ich Ihnen dann beibringe in den Calls, die Sie dann zu Hause anwenden. Ne? Mhm.
Und wenn sie dann kommen und sagen, so, mein Mann hat sich jetzt Buch XY gekauft und der will jetzt anfangen zu lesen, dann heißt es von der Monika, stopp, Seite so und das macht ihr heute Abend und ich möchte bitte wissen, was rausgekommen ist. Und dann ist das was ganz was anderes. Und dann wird es auch gemacht und dann werden auch sehr verkopfte Superpädagogen, die auch noch Integrationshelfer sind, werden auf einmal zur Magierin von ihrem Mann und von ihren Kindern, weil sie es dann machen, weil sie halt von mir angeleitet wurden, wie man das macht. Mhm. Genau, und dann kann auch, ja, die Veränderung stattfinden in der Familie. Genau, und am Ende geht es darum, wie stellst du dir deine Familie vor? Was muss weg? Was muss besser laufen? Und das wird bestimmt. Und dann wird das so gemacht und dann werden Verträge ausgehandelt. Ne? Also da werden dann Familienrat gemacht, da werden Verträge ausgehandelt. Die Kinder dürfen Sachen wünschen, Papa, Mama dürfen Sachen wünschen. Wer gegen etwas verstößt, macht XY, alles gleich für Mutter, Vater, Kind und so weiter und so fort. Und dann sind einfach Regeln in dieser Familie und dann läuft das Ding eigentlich sehr, sehr smooth und sanft. Mhm. Aber das ist halt meistens nie der Stand der Dinge, wenn ich in solche Familien reingerufen werde. Wie lange aus deiner Sicht? Also ich meine, klar kann man es nicht pauschal sagen, die einen brauchen länger, die anderen kürzer, aber mit welcher Zeit muss man eigentlich rechnen, damit so eine ganzheitliche Arbeit auch stattfinden kann? 2 Monate brauchen meine Leute mindestens, Mhm. aber in 2 Monaten haben sie das ganze Rüstzeug, um wirklich alleine weiterzulaufen. Das heißt also, sie haben ihre Methoden, sie haben ihre Tools, sie sind in ihrer Kraft, sie haben ihre Verträge fertig. Natürlich kann ich nicht zaubern, ne? Also wenn jetzt, es ist mir einmal passiert, wenn eine Frau beschließt, dass es einfach immer so schrecklich sein muss, ne? Und dass jede zweite Stunde in der Nacht die ganze Familie Betten wechseln muss, weil das Kind halt nun mal besonders ist und sie das so beschließt und ich sie einfach nicht wegkriege von dieser Illusion, dann bleibt es auch so, dann bleibe auch ich machtlos. Dann ist zwar ein bisschen mehr Ruhe im System, aber das Ziel ist noch lange nicht erfolgt. Und das können dann auch Reiki-Meisterinnen sein, die das früher easy konnten und die jetzt einfach irgendwie durch nichts auf der Welt dazu zu bewegen waren, das anders hinzukriegen. Da bin ich immer noch furchtbar enttäuscht drüber, dass ich das nicht hinbekommen habe. Aber ja, wir sind ja trotzdem im Kontakt. Sie kriegen schon noch die einen oder anderen Inputs, bis auch dieses Schäfchen im Trockenen ist. Obwohl es schon jetzt 2 Monate über der Zeit ist. Ja, also als du gesagt hast, 2 Monate, dachte ich, das ist, finde ich, gar nicht so lange. Also Nee, Wochen, zack, boom. das ist richtig, aber ich merke es auch, wenn die Leute dann verlängern, Mhm. irgendwann kommen sie nicht mehr. Ne? Also es ist dann irgend sowas zwischen 2 Monaten, 2,5 Monaten und dann vergessen sie auf einmal die Calls und dann weiß ich, aha, sie brauchen es wirklich nicht mehr. Ne? Mhm. Okay. Also irgendwie scheint es diese 2 bis 2,5 Monate zu sein. Und ja, gut, entweder du machst das halt und lässt dich drauf ein oder du lässt dich nicht drauf ein. Aber es gibt auch oftmals, dass die Pädagogen gesagt haben, was hatten die für verrückte Ideen? Das kann mir nicht sagen. Aber ich mache es jetzt halt, ne? Ich bin ja jetzt bei der, also ich kann es ja mal probieren. Und dann nachher halt dann höchst erstaunt waren, dass dann doch diese unkonventionellen Methoden ganz gut helfen und dass alles, was in den Büchern steht, halt, naja, nicht so geholfen hat, ne? Ja. Ja. Da hast du dich auch eben sehr auf also auf deine eigene Intuition verlassen können und somit auch schon ganz viel Veränderung in Familien reingebracht und ja, dass einfach viel mehr Glück und Zufriedenheit empfunden wird und auch ein entspannteres Miteinander einfach da ist. Ja, ja, und vor allen Dingen auch eigene Erfahrungen, ne? Also, Ja, genau. und eine absolut wertschätzende Atmosphäre, ne? Also bei mir geht es nicht um Schuldsuche, sondern es geht immer nur um Lösungen, ne? Und es geht um wirklich echte, echte wertschätzende Zusammenarbeit, ne? Also ich mache mich in unseren Calls genauso nackig, wie sich meine Klienten nackig machen, ne? Also und ich glaube, das ist einfach dieses
Vertrauen, das dann da ist, wo wirklich alles geschehen kann, wo sie schreien können, wo sie weinen können, wo sie wirklich alles machen können und der Raum ist einfach gehalten. Ja. Monika, gibt es noch etwas, was du den Familien da draußen mitgeben möchtest? Eine Herzensbotschaft oder etwas, was dir wirklich, ja, was da raus muss? Also ich finde, es hat keine Familie verdient zu leiden. Und ich finde, es hat auch keine Frau verdient, hilflos zu sein. Und oftmals ist es aber genau so, dass wir Frauen hilflos uns fühlen. Und damit das nicht so bei euch ankommt, habe ich mir überlegt, ich gebe mal hier meine besten Soforthilfestellungen an alle Leute weiter, die gerne mal ausprobieren möchten. Darf ich, Lena, oder nicht? Yes, please. Okay. Also, wenn jemand kommt und und du fühlst dich irgendwie komisch, frag dich erstmal, kommt das jetzt von mir oder kommt es von woanders? In 90% der Fälle kommt es von woanders. Und dann einfach zurückschicken. Und du merkst, wie du sofort freier wirst. Wenn dich jemand beschimpft und sagt, dein Kind hat aber, ne, und dein Kind ist aber so böse, dann hat sich bewährt, das ist aber eine interessante Ansicht, die Sie da haben. Und nichts weiter sagen. Was macht das mit dir? Es geht dir nicht in dein Herz hinein. Du lässt es weiter außen stehen und sagst, jo, interessant, aber es muss nicht gleich was mit mir zu tun haben. Ne? Also es schützt auch wieder deine Aura. Bei Schulproblemen sehr, sehr oft, dass die Lehrer die Probleme, die sie mit dem Kind haben, an die Mutter weiterträgt. Da hat sich bei uns bewährt, dass wir in solche Termine reingehen und einfach zurückfragen, was schlagen Sie denn vor bei diesem Problem? Sie sind doch die Fachperson. Was haben Sie für Ideen? Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann merkt der Lehrer, ah, ist ja mein Problem, ne? Muss ich mir ja was überlegen, ne? Und das heißt also wieder, dass die Mutter nicht zur Exekutive der Schule gemacht wird, sondern dass das Ding wirklich in der Schule bleibt, weil das ist eine Sache zwischen Schule und Kind. Wenn die Mutter anfängt, da mitzumischen, dann hilft sie keinem. Sie untergräbt die Kompetenz vom Lehrer und sie erlaubt dem Kind nicht, sich sein Feedback zu holen, was wichtig ist. Ne? Also jedes Kind braucht Feedback von überall, nicht nur von der Mutter. Für die Mutter ist es meistens taub. Ne? Also wenn der Lehrer was sagt, dann hat das schon mal 10-mal mehr Gehör, wie wenn die Mutter das sagt oder wenn ein Mitschüler das sagt. Ne? Und wenn alle das Gleiche sagen, dann kann es umso schneller lernen daraus. Aber wenn wir uns immer dazwischen werfen als Puffer, dann, ja, dann helfen wir niemandem und gehen selber dabei vor die Hunde. Also. Ja. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Es ist so, meine Kinder sind zwar noch nicht in der Schule, aber ich glaube, dass man ganz viel als Eltern auch so mit diesem Thema Schulzuweisung seitens Schule oder Lehrerschaft konfrontiert wird. Ja. Dass die Kinder so oder so sind, weil sie haben das ja nicht richtig gemacht. Also sie als Mutter oder so, ne? Ja. Oder im Elternhaus läuft irgendwas schief, weil sonst wäre das Kind ja nicht so. Ja. Ja, wie kann ich da jetzt, um das nochmal drauf einzugehen, wie kann ich da jetzt durchlässiger werden? Klar, was schlagen Sie vor? Oder das ist aber auch nicht so. Meistens berührt es einen ja doch, ne? Ja, also oftmals ist es so, dass bei meinen Eltern dann quasi, wie hat eine gesagt, da saß die kleine Sandra und hat geweint. Das haben sie mit mir auch gemacht. Ne? Also da war dann gar nicht mehr die Mutter gesessen, sondern da war das kleine Kind von damals gesessen, vor seinem Lehrer, das auch schon das alles angehört hat. Okay, da war dann etwas, wo wir weiter arbeiten konnten dran. Aha, das heißt also, da gibt es noch Schulthemen,
die schauen wir dann kinesiologisch an und lösen sie auf. Ne? Und was war dann das Ende vom Lied? Ja, also sie haben immer noch das eine oder andere gesagt, aber Monika, das macht mir nichts mehr aus. Super. Ja, und die Lehrerin, der habe ich gesagt, sie soll machen, was sie will. Sie ist der Chef, ne? Sie kann egal welche Methoden anwenden. Wenn sie zu krass wären, dann würde ich schon gerne noch vorher das wissen, dass ich das zu Hause auch mittragen kann. Aber ich habe ihr die Kompetenz zurückgegeben und habe gesagt, hier, liebe Lehrerin, das ist dein Partysalon, das sind deine Regeln. Mach, was du willst, was du brauchst, damit du mit meinem Kind klarkommst. Und informiere mich. Aber es ist nicht mehr die Aufgabe der Mutter gewesen, weil zum Beispiel jetzt ihr Trauma da jetzt einfach erledigt ist. Ne? Weil da eben nicht mehr die kleine Sandra sitzt, sondern jetzt die Mama Sandra sitzt. Ne? So Sachen. Ne? Und eben wichtig ist es wirklich, mit dem Lehrer zusammenzuarbeiten. Es ist mir heute immer noch unerklärlich, wie ich mit meinem echt wilden Kind trotzdem die Schule geschafft habe, teilweise oder sehr, sehr viel ohne Ritalin und ohne all das. Und die Lehrer das mitgetragen haben. Das geht nur, wenn du wirklich zusammenarbeitest, ne? Und ehrlich bist. Also ich habe mich vor den Lehrern nackig gemacht. Nicht so, sondern ich habe gesagt, wir haben diese und jene Situation. Ne? Ich mache das. Sagen Sie mir wöchentlich Bescheid, wenn irgendwas ist. Ne? Dass man dann eben so eine Lösung hat. Dass es dann aber nicht in eine Art Jammerpost immer ausartet. Ne? Weil oftmals kriegst du dann von den Lehrern nur dieses Feedback, was alles schlimm läuft und du liest es eigentlich und du sagst, ey, der schreit um Hilfe. Na, aber ich kann ihm doch nicht helfen. Na, ich bin doch kein Lehrer. Ne? Das ist eben das, wie weit lässt du dich einspannen vom Lehrer und wie weit lässt du ihn seine Aufgabe wirklich alleine machen. Das heißt aber auch dann sich rausziehen, ne? Und zu sagen, hey, das ist Schulproblem, Bestrafung in der Schule, alles Schule. Hier zu Hause ist mein Ort, hier meine Regeln. Ne? Und das ist schwierig. Ja. Ja, ich habe ja keinen Zugriff auf das Kind in der Schule, also ich kann ja da so nicht beeinflussen, was geschieht. Genau. Ich habe auch gesagt, was wollen Sie? Soll ich mich neben mein Kind setzen? Ich kann das machen, aber ich glaube, das kommt jetzt auch nicht gut. Ne? Was wollen Sie denn von mir? Ich bin noch zu Hause. Und mir hat einmal ein Lehrer gesagt, Frau Föhner, Sie müssen nur eins machen. Sie müssen Ihrem Kind was zu essen geben, Sie müssen Ihr Kind lieb haben und Sie müssen einen ruhigen und entspannten Ort sicherstellen, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben macht. Mehr ist nicht Ihre Aufgabe. Ich habe es nicht so gemacht, ne? Leider. Ich musste es sehr viel später so machen, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt reicht's. Aber auch das, wir als Kinder, wir haben unsere Sachen alleine gemacht. Was machen wir Eltern da? Wir sind keine Lehrer. Wenn wir Lehrer wären, dann hätten wir das studiert. Und selbst dann ist kein Erfolg garantiert. Ja, ich habe genug Lehrerinnen als Klienten. Ja, aber eben, also manchmal habe ich mich wirklich gefragt, so, ich bin doch kein Lehrer, ne? Also warum tue ich das? Wem helfe ich jetzt gerade eben? Ich fälsche die Resultate für die Schule, lasse der Schule den Glauben, mein Kind hat es mehr kapiert, als es eigentlich kapiert hat und schwäche die Position vom Lehrer, weil mein Kind sich nicht vom Lehrer die Hilfe holt, die es sich eigentlich im Unterricht holen sollte. Wieder mal, es hilft keinem. Ja. Monika, danke. Ich gehe mal zurück zu deinen Tipps, wie wir weiter noch die Hilfestellung für die Eltern geben können. Ja, also was habe ich hier noch? Also genau, wenn ein Kind auffällig wird, dann will es uns was zeigen. Die Frage ist, was will es uns zeigen? Was läuft nicht gut? Ne? Das müssen wir herausfinden.
Und nicht, ach, mein Kind hat schon wieder das und hat schon wieder das und hat schon wieder das. Und noch ein Tipp, wenn du alles probiert hast die ganze Zeit, warum machst du es dann immer weiter, wenn es nichts geholfen hat? Mach doch mal das Gegenteil. Schlimmstenfalls klappt es auch nicht. Bestenfalls klappt es sogar. Ne? Einfach nur durchs Gegenteil machen. Also das ist so eine Sache, die ich bei meinen Familien merke, so dieses Spielerische, das ist gar nicht mehr da. Es ist alles nur mehr verkrampft und es muss jetzt sofort, aber das sind noch Kinder. Ne? Ich meine, und das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen, wenn sie sich die ganze Zeit drüber aufregen. Also was bringt das jetzt, das alles immer weiter so zu machen? Nix. Nee, aber wir machen das so lange, bis wir so entkräftet sind und irgendwann mal aus lauter Wut entscheiden, nö, jetzt mache ich nicht mehr so, aber man könnte schon viel früher abbrechen, diese Übung und das Ganze mit mehr Spaß machen und sagen, okay, komm, wir probieren mal was anderes aus, ne? Mhm. Also das würde das Ganze einfach schöner machen. Zum Beispiel, wenn ein Kind immer einem am Po klebt, ne, habe ich gehört, ich kann nirgendwo hingehen ohne mein Kind. Mein Kind kriegt nicht genug. Wie wäre es mit einer Schamoffensive und zu sagen, okay, du kriegst jeden Abend halbe Stunde nur Mama-Zeit. Das Invest ist eine halbe Stunde Zeit für eine schöne Zeit mit deinem Kind, ja. Aber was kriegst du dafür, wenn das Kind das wirklich kapiert hat, dass es jeden Tag eine halbe Stunde exklusive Mama-Zeit hat, wenn es die halt will, oder Papa oder wer auch immer, dann hast du einen ganzen Tag in Ruhe. Mehr Freiraum, ja. Cool. Warum sollte man das nicht machen, ne? Weil man jetzt selber Recht haben will? Naja, gut. Willst du Recht haben oder willst du ein schönes Leben haben? Also manchmal muss man einfach auch kreativ sein. Ist es da aus deiner Sicht auch so, dass gerade Kinder, die jetzt so dieses vermehrte Bedürfnis haben nach Nähe, dass sie es normalerweise nicht erfüllt bekommen? Also das Dasein vielleicht schon, aber wirklich diese aktive Qualitätszeit vielleicht nicht da ist? Ja, das durfte ich schon oft beobachten. Oftmals ist der Grund, dass die Mutter selbst nicht geliebt wurde. Mhm. Und dass die Mutter nicht weiß, wie Lieben geht. Meistens haben sie dann pädagogische Berufe. Aber also, dass dann eine Art Konkurrenzsituation kommt. Wie kann das sein, dass der sich das erlaubt, wo ich mir das nie nehmen durfte als Kind? Verstehst du, was ich meine? Das ist dann noch mal schlimmer. Das ist nicht nur, er will was, was ich ihm nicht geben kann. Das ist so, wie kann der nur so frech sein, sich das so laut zu holen? Aber es wird immer lauter. Es wird immer lauter, wenn wir da nicht die Frau in die Selbstliebe bekommen. Da helfen zum Beispiel Herzöffner-Tabletten oder Emotionscode-Arbeit oder sonstiges, um die Frau wieder in ihre Selbstliebe zu kommen, zu bekommen und um ihr Herz zu öffnen. Ne? Das hat dann in dem Fall die Lösung gebracht. Mhm. Gibt es noch mehr Tipps? Was habe ich da noch stehen? Ach ja, wenn dich ein Verhalten von einem Kind wahnsinnig macht, dann ist die erste Frage, mache ich dasselbe? Rege ich mich gerade über mich selbst auf? Oftmals ist die Antwort ja. Also, das heißt, dann dürfen beide Frieden schließen mit dem, wie sie sind. Und die andere Möglichkeit, die auch sehr, sehr oft ist, es nimmt das Kind eben etwas, was ich mir nie genommen habe, was ich nie für mich beansprucht habe, dass ich ihm gar nicht gönne, wie ich es gerade eben vorher schon gesagt habe. Ja, das ist noch ein Tipp. Und dann, ja, habe ich noch ein Schattenarbeit to go, ein 1-Minuten-Video. Das werde ich dir noch geben, dass man das verlinken kann für jeden, der das haben möchte, wie du quasi deine eigenen Emotionen selbst unschädlich machen kannst. Super. Genau, Vielen Dank, Monika. gerne. Ja, dann danke ich dir für das ganz offene Gespräch mit dir.
Ich habe alles auf den Tisch gepackt hier, was da so kommen kann und kommen mag. Und ja, wo auch viele drunter natürlich auch leiden. Ja, und dieses Leiden einfach zu verringern, darum geht es, aufzulösen und Lösungen zu finden. Und wo Blockaden sind, auch die aufzugeben. Ja, ich hoffe sehr, dass es vielen, vielen hilft. Vielen Dank, Monika. Danke dir für diesen tollen Kongress.